Hallo, ich bin der Manuel Schad von SRS Sports. Heute Technik. Wie ihr seht, bin ich aus der Tour zurück von Dakar. 13.000 Kilometer haben wir geschafft, also ein bisschen über 13.000 Kilometer. Es ist ja alles ganz rund gelaufen, bis auf ein paar Kleinigkeiten, ein paar kleine Defekte. In diesem Video hier möchte ich jetzt mal darauf eingehen, was hat denn der Schad auf seinem Motorrad alles dabei gehabt. Das ist die SWT 219 und wir machen es auch wirklich so, dass wir es mal getrennt machen. Ich weiß auf dem Handy, was beim Jörg war, aber wir führen das einzeln auf. Wir sind mit 2 Motorrädern gereist, deshalb konnten wir auch die Teile auf 2 Motorräder verteilen. Natürlich die Ersatzteile, davon reden wir gerade. Zuallererst gehen wir aber einen Schritt zurück, vor der Tour. Es ist Samstag, wir wollen losfahren. Ein Jörg sein Motorrad geht nicht an. Komplett angezogen. Wir schieben das Motorrad vom Jörg. Geht nicht an. Wir lassen den Starter laufen, geht nicht an. Scheiße. Okay, ein Zusammenbaufehler. Das ist bestimmt jedem schon mal passiert. Der Hallgeber vom Jörg war eingezwickt. Ich löte sowas ungern, aber es war halt vor der Tour und sowas passiert halt, wenn die Motorräder frisch zusammengebaut sind. Und wir haben den Deckel nochmal runter gemacht und haben die Zündung kontrolliert. Und beim Kontrollieren der Zündung und beim Zusammenbau haben wir die Kabel getrennt. Passiert. Nächster Defekt auf dem Weg nach Tauber-Bischofsheim. Das ist auch das erste Mal, dass ich bei einer Tour in den ersten paar Metern wieder zurückgefahren bin. Hat die Lichtmaschine nichts mehr gearbeitet. Und da zeige ich das mal in die Kamera, da tue ich mir jetzt gerade leichter. Ihr seht außen die Kratzer und ihr seht innen drin die Kratzer hoffentlich. Hier ist auch ein Stück rausgebrochen aus meinem Läufer. Folgendermaßen. Irgendjemand, da sieht man die Stelle ganz gut. Es geht vielleicht hier besser. Irgendjemanden, weiß auch nicht wer, ist da Beilachscheibe oder was auch immer in die Lichtmaschine reingefallen. Die ist magnetisch, das hat sich ankaftet, na, die Lichtmaschine zerstört. Zum Glück, schon auf den ersten Kilometern, wäre keine große Sache gewesen. Ich hatte eine Lichtmaschine dabei. Aber wer baut denn nach 120 Kilometern schon das Ersatzteil ein? Und so ist auch mit dem Hallgeber, der mir auf dem Weg kaputt gegangen ist. Den wollte ich auch nicht irgendwie... Mein Ersatzteil, was ich für die Wüste gedacht habe, nach 170 Kilometern verbaue ich das nicht. Also, wir sind jetzt kurz zurückgegangen, jetzt sind wir im Sprung die Tour. Was hat der Schad auf seinem Moped dabei? Und dann gehen wir mal ans Moped ran. Wie oft hat man mich das gefragt, warum fahrt ihr Reifen spazieren? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, an Reifen ranzukommen. Du kannst dir Reifen mitnehmen. Dann kannst du unterwegs montieren. Du kannst aber auch schauen, dass du Reifen unterwegs zu kaufen kriegst. Nach Spanien wird es richtig schwer. Nach Spanien wirst du keine 21 und 18 Zoll Reifen so leicht bekommen. Wenn du sie bekommst, dann ist es ein Mersuga oder irgendwo in einem Camp, die Offroad-Abenteuer betreuen. Da habe ich einen Schlauch gekauft, der hat 70 Euro gekostet. 70 Euro nur der Schlauch. Die Reifen, die wir in Dakar gekauft haben, natürlich Zweisatz, ohne Schläuche, haben uns 1.000 Euro gekostet. Nur einfach mal, dass man Zahlen hört, das ist jetzt 2024, kann nächstes Jahr anders aussehen. Wir haben uns gedacht, wir fahren mit MFE 99 Reisereifen runter und montieren in Mersuga unsere Offroad-Reifen. Das ist ein Plan, das war bei uns im Kopf, das war geplant, das war vorbereitet. Aber ihr habt es mitgekriegt, Valencia, Hochwasser, es hat alles nicht funktioniert. Unsere Reifen sind nicht aus Spanien rausgegangen, die waren in Spanien gelegen. Somit sind wir mit Moose und Offroad-Reifen nach Marokko gefahren. Und da wir ja 3 Tage hinten dran waren, wegen dem Defekt meines Hallgebers, der da auch mit Express gekommen ist, haben die Reifen halt einfach schon mal 1000 Kilometer gesehen, bis sie zum eigentlichen Einsatzort kommen werden. Und da hat es mein Moose schon zerrissen. Das ist der Unterschied zwischen der glorreichen Planung und der Ausführung. Es funktioniert nicht immer alles so, wie ihr es habt wollt. Wir haben dann die Reifen, die überlebt haben, in
Fes abgeben und die sind nach Laione komme, weil von dort aus die Infrastruktur noch gut funktioniert. Und wir haben auch die Reifen in Laione uns mit dem Taxi hinterherfahren lassen Richtung Mauretanien. Also einfach mal so, da ist richtig Infrastruktur dahinter. Wer hat uns geholfen? Also die komplette Nachbarschaft beim Motorradzusammenbau habe ich schon mal gehabt. Also die haben alle dazu geholfen. Der Tom Posset und der Mario, die haben uns für die Tourvorbereitung geholfen. Und die haben uns auch diese Infrastruktur in Marokko besorgt und diese Typen, die uns da geholfen haben. So viel zu dem Thema, aber ich will euch damit nicht aufhalten. Wir gehen jetzt an die Taschen dran. Was immer hilft, ein Bilderalbum von mir und meiner Frau. Das ist schon ziemlich fertig. Das war auf vielen Reisen dabei. Aber das hilft unheimlich. Damit kann man sich Freunde schaffen. Dann ist da vorne fast nur Equipment für die Kamera. Ich habe das bewusst hier hin, weil ich gedacht habe, hat es am wenigsten Erschütterung. Ladegeräte, Kameras, Halter für die Kamera, ein Schloss für ja, Besteck. So, also die Tasche war das Handschubfach quasi vom Auto mit Krimskrams, Ladekabel, seht ihr. Die Taschen, das ist die Sandstorm 4. Ich glaube H, die ist verschraubt mit Shims, vielleicht halte ich mal rein. Und das passt, da unten sieht man das, das passt bei jedem HPN-Tank. Aber hier seht ihr schon, da sind Zündkabel versteckt. Zündkabel, Gaszüge, sieht man da. Zündkabel, Gaszüge, Steuergeräte, Zündkerzenstecker sind unterm Tank. Monsum, sehr gute Taschen von Enduristan. Das sind 2 Flaschen, auf der Seite war Wasser, auf dieser Seite war Benzin. Das sind diese Bottle Holder. Hier ist eine kleine Tasche. Die Tasche habe ich ganz oft benutzt. Da ist Coverband drin. Coverband ist ganz wichtig. Dann die erste Tasche. Die erste Tasche besteht aus Werkzeug. Da haben wir verschiedene Montiereisen, Aluminium mit Schlüsselweiten, die müssen wir noch ein bisschen ändern. Da brauchen wir jetzt 22. Es ist Elektro-Seal-Klebeband, es ist ein kompletter Kupplungshebel. Wir hatten den einmal gebraucht, als meine Batterie kaputt gegangen ist. Powall, der ist schon uralt, bestimmt von 2016, mit Überbrückungskabel. Wegen Elektrogedöse, hier so selbstgebaute Steckdosen, Übertragung, damit kann man 2 Motorräder miteinander laden. Mit diesem Kabel. Funktioniert, haben wir in Finnland probiert. Da ich schon so viele Reisen gemacht habe, kommt man auf solche Ideen, das langt genau, um 2 Motorräder miteinander zu verbinden. Und mit dem einen erzeugst du den Strom. Also du musst die schon laufen lassen, sonst geht die zweite auch nichts mehr an. Und dann überträgst du das. Ja, und natürlich bei unserem ganzen Equipment, das dabei ist, ist es auch wichtig, dass man auch mal so einen Kompressor damit laden kann. So, das ist unser Kompressor. Der hat einen Akkupack drin, aber Strom ist halt immer wichtig. Und wenn man 2 Motorräder aufpumpen muss, dann wird es schwierig. Hier die Lichtmaschine, die ich vorhin erwähnt habe, die ist eingeschweißt, also die war frisch eingeschweißt. Ihr seht, wie die da drin gerubbelt hat, obwohl sie verpackt war. Das ist ein kompletter neuer Läufer. Aber hätte ich den jetzt schon verbaut, dann hätte ich diesen Läufer wahrscheinlich in der Wüste gebraucht. Die Mopeds waren frisch zusammengebaut, also einen Schlüssel für die Sternmuttern, Fett für die Lager hinten, Federzieher. Es ist ein Problem, wenn du Mechaniker bist, dann gehst du nicht ohne Werkzeug raus. Es ist Draht dabei zum Fixieren, Stück Benzinschlauch. Und hier sind kleine Nüsse. Und was ich als Fan, ich bin der totale Fan von solchen Produkten, das sind diese, ohne Werbung zu machen, Klemmen von der Firma Wago. Ist ein kleiner Trichter. Hier ist noch einmal ein Schraubenzieher mit anderen Bits. 17, den Schlüssel verkaufen wir auch im Shop. 17, 19, 13, 10. Eine Zange, nochmal verschieden, ganz viele Innensechs. Das könnte ein 21 Zoll Vorderradschlauch sein, ein Verbandskasten,
Kabelbinder, es waren mal 100 Speichen, ein Hallgeber und 2 Steuergeräte. Nippelsortiment, das war auch vorher noch gerade, ne? Die Kiste. Also die kennt jeder. Da sind auch welche drin, die brauche ich gar nicht. Aber ich kann jemand anderen helfen. Ne? Eine Schalthebelschraube habe ich schon mal verloren. Wenn man die braucht, kotzt man. Wir waren mit 2 Motorrädern unterwegs. Ich hatte unterm Tank 2 Züge und ich hatte in der Tasche 2 Züge. Das ist der Kupplungszug. Die kurzen Gaszugteile, die wir vom Verteiler aus brauchen, die hat der Jörg in, wie viel hast du da gemacht, Elmar? 4. 4 Stück vorne an der Verkleidung mit Kabelbinder fest. Wir haben auch überall Motorrad-Kabelbinder verbaut. Dann noch einmal einen Schlauch, das ist der für die Bremse. Hier drinnen sind die ganzen Silikondichtungen. Ich habe die wieder mitgebracht. Ich habe sie nicht gebraucht, ich weiß. Schlechter Geschäftsmann. Aber hätte ich sie gebraucht, wäre ich froh gewesen. Und eine gebrauchte Zündspule, die habe ich mir geliehen vom Vincent. Also ich kann mein Rad aufmachen und kann es wieder zumachen. Und das Ding ist von HZ, eigentlich für Mercedes. Wenn jemand einen übrig hat, kann er den mir gerne schicken, weil ich könnte noch mal einen gebrauchen. Da bist du froh, wenn du den dabei hast, und den haben wir auch mehrfach benutzt. Das war die Tasche Nummer 1. Elmar, was schätzt du, was das wiegt, das Zeug? 50 Kilo. Also ich glaube, wir sind bei mehr als 20 Kilo. Heberlein das mal hoch. Ja, oder? Ja, Ja. 20. Ja, nimmst den Schlüssel oder da zur Zündspule, ne, wer die mal in der Hand gehabt hat. So. Ja, so. Da habe ich ein Handtuch und ein paar Ersatzsocken und 2 Socken für mein Federbein, falls die durchgeschossen sind. Die tägliche Hygiene war mir total wichtig. Deshalb habe ich eine Hose dabei gehabt, ein Ausgeh-T-Shirt, Kulturbeutel, natürlich, was darf nicht fehlen? Hopp, jetzt überlegt mal, Haaröl. Ich habe Haaröl und ein bisschen Deo, ein wenig Seife dabei. Das kann man alles komprimierter machen. So, jetzt kommt, das ist im Prinzip das BMW Bordwerkzeug, nur ein bisschen, noch ein bisschen auf unsere Vorzüge ein wenig abgestimmt. Wir sind 4 Wochen unterwegs und wir waren da, wo manchmal keine Menschen waren. Ne? Lagersatz fürs Vorderrad. Zündkerzen, das waren mal 8 Stück. Ein Schloss für die Sicherheit. Lichtmaschine. Komplett. Das ist auch richtig viel. Das ist alles voller Schrauben und Muttern. Und da ist garantiert was dabei, was man braucht. Alle Größen, was wir so ein Motorrad verbauen, haben wir da einmal drin. Dann, ich habe euch erzählt, dass meine Lichtmaschine kaputt gegangen ist. Und den Fehler mit dem Stück Metall haben wir auch gefunden. Aber da kriegst du eine Paranoia, deswegen habe ich eine zweite Lichtmaschine komplett dabei. Knetmetall. Das muss man nicht mitnehmen. Das ist Bremsflüssigkeit, die Motorräder waren frisch zusammengebaut. Einen Reifenhalter. Einen Satz Bremsbeläge für beide Motorräder. Hat was mit Paranoia zu tun. Die sind nicht immer überall zu kriegen und im Sand brauchst du einfach das Doppelte an Bremsbelägen. 2 Beibässe mit den neuen Ölkühlern, waren wir uns nicht ganz klar. Wir haben die neuen Kupplungshebel probiert und haben einen als Ersatz, also nicht, dass ich mir nicht selber vertraue. Da sind nochmal Hohlschrauben, ein Schalthebel, die Stifte für die Schwingen. Das sind ganz neue Stifte, die sind ultra leicht, die sind hohl gebohrt. Also anstatt der Schraube haben wir so einen Stift drin. Es gibt nichts Dümmeres, als wenn man eine Radschraube verliert. Da sind 2 Stück drin. Und diese Schaltstangen, da hatte ich sogar eine, die aufgegangen ist, aber die haben wir auch zweimal. Alles Paranoia. Es langt einfach, wenn ihr gar nichts davon mitnimmt. Weil wenn ihr nicht schrauben könnt, dann braucht das auch nicht dabei. Bloß, was du nicht hast, bekommst du einfach nicht unterwegs. So,
Jetzt habe ich nur noch 2 Enduro-Handschuhe mit drin. Und von diesen Glättbändern, da habe ich mir was auf Satz mitgenommen. Und den Batteriegummi habe ich natürlich mitgenommen, von der alten Batterie, aber die ist auf Karton gelagert. Ich wiege das jetzt auch nicht, weil ich kriege wahrscheinlich Depressionen, aber wir haben da bestimmt 35 Kilo Scheiße durch die Gegend gefahren, die Gold wert ist. Das ist immer so, wenn man sie braucht. Wir hatten am Anfang noch jeder einen Satz Schläuche dabei, die haben wir aufgebraucht. Und mit den Reifen, ich meine, wir machen jetzt schon das Video, ist echt zu lang schon. Ne? Mit den Reifen ist es so, ich kann 16.000 Kilometer hier Schwäbische Alb und so fahren, es geht alles. Ne? Aber da unten sind 40 Grad Außentemperatur, der Teer ist grob. Wir sind jetzt heimwärts mit dem Micheli in Anarchie gefahren, auch die sind platt geworden. Das ist also magenübergreifendes Problem. Ich danke euch für eure Geduld, vielleicht sollten wir da eher einen Podcast draus machen. Liked uns in Instagram, Facebook, TikTok oder sonst. Macht die Glocke an. Bis bald. Euer Manuel Schad von S3 Sports. Ciao. Je vais changer ça contre les. Also auf die Erfahrung hätte ich verzichten können.